Ja, hallo. Wir sind jetzt hier im Kinderland Berlin von Globetrotter. Das ist noch die alte Filiale. Und die alte Anlage ist so folgendermaßen aufgebaut. Wir haben hier einmal die Futterkammer. Man hat seitlich den Zugang, worüber die frischen Blätter halt reingegeben werden. Dann ist ein Durchgang hier nach oben über dieses Rohrsystem aus Acrylglas. Oben sind zwischendurch noch ein paar Luken platziert, so dass man die Möglichkeit hat, die Tiere dann auch so vergrößert nochmal zu sehen, die da lang laufen. Das Ganze geht dann runter, eine Etage tiefer in die Pilzkammer. Ja, der ist sehr abgedeckt jetzt hier mit verschiedenen Bodensubstrat, dass der Pilz halt geschützt ist. Ist nicht ganz so schön einsehbar, das wollen wir jetzt auch künftig verbessern. Und unten haben wir den Abfallbereich, also das, wo halt der verstorbene Pilz, Futterreste und alles Mögliche noch dabei ist, das, was die Mitarbeiter rausnehmen. Ja, jetzt sind wir vor der neuen Globetrotter-Filiale. Sie hat jetzt noch nicht geöffnet, aber wir werden drinnen jetzt schon mal die Ameisenanlage aufbauen. Und ihr könnt euch das Ganze mal anschauen. Kommt einfach mal mit. Ja, jetzt steht das Ganze soweit. Wir müssen das Ganze ein bisschen ausrichten. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Jetzt fange ich schon mal an, das Ganze zu befüllen mit Bodengrund Regenwald. Ja, jetzt werde ich die einzelnen Becken hier einfach noch mal damit auffüllen und dann noch ein bisschen Dekoration platzieren. Mal schauen, wie das dann aussieht. So, der nächste Schritt ist hier das Ausbruchsschutzöl anzubringen. Ich habe jetzt mit dem Ausbruchsschutzöl hier alle Ränder, alle Rahmen einmal eingeölt. Auch nochmal hier die Türumrahmung. Das heißt, wenn ich jetzt die Tür öffne, nicht, dass mir die Tiere halt rauskommen. Und ihr könnt sehen, ja, die Flasche ist immer noch fast voll. Ja, die Ameisen sind jetzt hier eingezogen, wobei richtig eingezogen kann man noch nicht sagen. Sie müssen sich natürlich jetzt erstmal ein bisschen orientieren und schauen, wo kommt was jetzt hin. Von der Idee her dieser Bauweise ist es halt so, dass die Blattsteinameisen ja normalerweise Blätter oben in den Bäumen schneiden. Richtig weit oben haben wir jetzt nicht, aber wir haben jetzt hier diesen hohen Kasten. Da kommen jetzt noch längere diese Brombeeräste mit rein. Wir haben jetzt erstmal so ein paar, dass sie sich erstmal bedienen können, hier platziert.
Und dann laufen sie ja zum Nest. Diese Laufstrecke haben wir jetzt hier so ein bisschen nachgebaut, so mit ein paar Kunststoffpflanzen. Und damit sie die natürlich nicht schneiden, weil hätten wir jetzt echte Pflanzen hier drin, dann wäre da jetzt nach kurzer Zeit nicht viel mehr übrig. Die haben jetzt zwei Möglichkeiten, jetzt hier lang zu laufen, ja, an den Seiten, um dann in die Unterwelt abzutauchen, also da, wo die Ameisen dann ihr Nest haben, also in den Nestbereich. Dafür ist diese Kammer hier zuständig. Ja, da kann man sich dann hier einmal anschauen, wie die Ameisen jetzt hier so lang laufen. Da haben wir jetzt ein paar Äste nochmal platziert und das Ganze ein bisschen so optisch nach einem Regenwald so dekoriert. Wir haben, um die Temperatur auch zu gewährleisten, hier innen drinne, wenn ihr euch das mal anschaut, ist so eine Lampe drinne platziert, eine LED-Lampe. Die gibt natürlich eine gewisse Wärme auch ab. Dadurch sind auch diese Pilzkammern in einer gewissen Form auch beheizt, so dass das eigentlich auch ausreichen sollte. Insgesamt haben wir 6 Pilzkammern, also die Tiere haben wir schön die Möglichkeit, dann auch mehrere Pilzkammern anzulegen. Das ist halt auch wichtig, klimatisch, falls irgendwas doch nicht optimal ist, dann können die Tiere dann notfalls auch nochmal wechseln. Ja, und dann, wenn die Abfälle anfallen, also der alte Pilz, Futterreste, so Exkremente etc., haben wir hier die Abfallkammer. Wir haben jetzt extra hier nochmal die aus der alten Anlage jetzt ein bisschen Abfall drin platziert, einfach nur deswegen, damit die Tiere vom Duftstoff erkennen, dass dort der Abfall sein soll. Ja, und wir hoffen natürlich, dass die Tiere das dann auch jetzt so annehmen, dass sie gleich dort immer den Abfall platzieren, nicht irgendwie in der Pilzkammer oder vielleicht noch in der Futterkammer oder sonst wo. Und von der Belüftung her ist es so, dass wir ja wie bei jedem Terrarium immer so eine Zu- und Abluft benötigen. Hier unten drunter haben wir diese Zuluft in den Behältern, also von beiden Seiten, auch hier von der Seite. Und nach oben hin kann dann diese warme Luft dann hier rüber entweichen, beziehungsweise dann halt auch über dieses Behältnis. Das sollte halt auch gewährleistet sein. Also die Heizung halt über die Lampe, die jetzt diese Rückwand hier noch ein bisschen anleuchtet, um das optisch auch ein bisschen hervorzuheben. Wichtig war, dass natürlich hier alles maximal transparent ist, dass man wirklich von allen Seiten die Einsicht hat. Das war auch die Vorgabe jetzt vom Kunden. Und der Zugang sollte natürlich möglichst leicht sein. Wir haben einmal hier diese Schlösser. Ich kann hier drin hantieren. Auch seitlich ist natürlich hier so ein Ausbruchschutz nochmal angebracht. Das ist jetzt wichtig, um hier die Blätter auszutauschen. Und dann für die Abfallkammer, da muss ich ja regelmäßig auch ran. Also hier muss ich ja fast täglich ran. Und in dem Bereich würde ich sagen, jetzt bei der Koloniegröße vielleicht einen Monat, um halt dann auch den Abfall dann rauszunehmen. Ist nebenbei auch ein super Pflanzendünger. So, dann kann man für Wartungsarbeiten, wenn ich jetzt hier noch mal ran muss, hier diese Schrauben hier lösen. Ich kann diese Platte abnehmen. Die Tiere können nicht raus, weil ich habe ja noch so einen Ausbruchsschutzrahmen hier drumherum. Und ja, insofern ist es dann auch für denjenigen, der hier ran muss, auch kein Problem. Ja, ich hoffe, ihr fandet das interessant. Vielleicht hat euch das auch ein bisschen inspiriert. Vielleicht habt ihr noch tolle Ideen für so eine Ameisenanlage. Dann zögert nicht, uns zu kontaktieren. Vielen Dank fürs Zuschauen.